Bei der Anlage, die ich hier gebraucht gekauft hatte vor einiger Zeit, war auch ein Märklin-Kran 7051 dabei. Auch ein wieder Märklin-typisches und markantes Zubehör. Ich habe leider keine Packung dabei gehabt. Es war zum Glück wenigstens der Stellpult dabei. War auch kein Magnet dabei. Ich habe mir mittlerweile dann hier so eine Baggerschaufel besorgt. Und hier habe ich euch mal noch aufgeführt, was ich an bekanntem Zubehör aus dieser Zeit noch kenne. Hab gesehen, bei eBay produziert auch einer noch Abrissbirnen und andere Sachen, die er jetzt wohl irgendeiner Form dann privat wohl herstellt. Aber aus der damaligen Zeit beschränkt sich das in erster Linie auf den Magnet und von der Firma Viat dann die Baggerschaufel, einen Schrottgreifer und auch noch einen Containergreifer. Als ich den Kran in Betrieb nehmen wollte, habe ich alles angeschlossen, aber leider hat das Ganze nicht funktioniert. Man kann es im Hintergrund eigentlich auch gar nicht hören. Die Motoren drehen sich nicht bzw. summen nur. Also war der Verdacht hier auch wieder wie bei den alten Lokomotiven, dass einfach das verwendete Öl verharzt ist und das Ganze hier klemmt und erst gereinigt werden muss. Denn da die Schaufel und das Licht funktionieren, gehe ich davon aus, dass der Kran ansonsten technisch in Ordnung ist. Als erstes muss dann oben die Kabine runter mit dem Ausleger. Ich habe das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf gemacht. Ich habe gesehen, bei YouTube gibt es einige Videos. Damit möchte ich euch jetzt hier nicht langweilen mit den Details. Das Ganze hier nur im Ruckzuck-Verfahren, um euch kurz zu zeigen, wie ich das Ding auseinandergenommen habe. Als erstes oben die Schraube an der Seite lösen. Hinten gibt es eine Schraube an der Kabine und der Ausleger, die Durchführung für die mechanische Verstellung vom Ausleger ist auch eine kleine Schraube dran. Dann kann man das ganze Ding hier auseinandernehmen, hochziehen und das Dach wird dann einfach nach hinten abgezogen. Innen der Kabine sieht das Ganze richtig ordentlich aus, ist alles sauber. Es fehlt einfach nur ein bisschen Öl, deswegen gehe ich von aus, dass das unten mit den Motoren jetzt genauso wird. Als nächstes werden die Gummifüße abgeschraubt, sodass man dann das eigentliche Krangerüst komplett abnehmen kann. Damit fällt dann auch schon die Antriebswelle raus und man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ganze hier noch mit dem Kabel verbunden ist, was dann hoch in die Kabine geht und das wollte ich nicht nochmal neu anlöten und mir ist hier unten unter der Antriebswelle noch eine kleine Feder rausgepurzelt mit einer Unterlegscheibe, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Habe das Ganze aber dann auch wieder hier alles gefunden. Unten auf der Bodenplatte haben wir dann die gleichen Antriebe im Grunde genommen wie damals in den alten Lokomotiven drin, es sind ähnliche Motoren. Habe das Ganze dann aufgeschraubt, vorher noch die Kohle rausgenommen und dann ist es genau wie bei den alten Motoren. Die Spitzen vorne, die Lagerungen sind einfach mit dem alten harzhaltigen Öl geölt worden und das ist einfach im Laufe der Zeit fest geworden. Man muss es ein bisschen sauber machen, neu ölen und das Ganze funktioniert wieder vollkommen problemlos. Und die gleiche Aktion im Auseinandernehmen mit dem zweiten Motor dann auch. Das Ganze dann wieder rückwärts zusammengebaut und dann hier ein erster Testlauf, bevor wir oben alles wieder aufsetzen, nicht dass nachher doch irgendwas klemmt. Aber nach dem Ölen funktioniert das Ganze wieder wunderbar. Dann vorm Einbauen dann noch ein bisschen Öl auf die Welle drauf, damit das auch wieder alles sauber läuft. Die Feder und die Unterlegscheibe wieder drauf. Dann nochmal kurz getestet, ob das Ganze jetzt auch noch funktioniert, bevor wir das verschrauben. Das war dann ein bisschen hakelig, weil die Leiter unten gleichzeitig in die Löcher am Boden eingesetzt werden musste. Und von unten die Gummifüße wieder reingeschraubt, um das Ganze wieder komplett zu befestigen. Die Zahnräder in der Kabine wieder geölt und auch die Kabine wieder oben aufgesetzt. Das Dach wieder drauf und die letzten Schrauben noch und damit ist der Kran wieder komplett. Was nicht ganz so perfekt war, waren dann die ausgeleierten Taster vom Bedienpult. Deswegen habe ich das auch nochmal geöffnet. Und im Grunde genommen werden einfach hier nur diese Metalllaschen durch die Taster nach unten gedrückt. Und das ist relativ einfach zu beheben, wenn das nicht mehr wirklich funktioniert, indem man diese Laschen einfach ein bisschen zusammendrückt, sodass der Bogen von diesem Kupferblech oder was das ist, einfach noch ein bisschen nach oben kommt. Und damit funktionieren die Taster nachher auch wieder wesentlich zuverlässiger und leichter. Dann haben wir hier das Standardzubehör, was jeder kennt, der Magnet, der in der Regel eigentlich mit ausgeliefert wird. Kostet in der Einzelanschaffung so ab 15 bis 20 Euro, habe ich gesehen. Hatte mir auch überlegt, mir den dann noch zu besorgen. Damit kann man dann alles, was magnetisch ist, beziehungsweise ich hatte früher mal einfach kleine Muttern, die ich mir damit dann in die Hochbord- oder Niederbordwagen geladen habe. Genauso geht jedes Metallblech hier zu verladen. Ich hatte dann aber die Gelegenheit, mir eine solche Baggerschaufel von der Firma Viat zu besorgen. Wurde mir angeboten bei eBay für 16,50 Euro von einem Händler, der glücklicherweise das so günstig angeboten hat, weil er wahrscheinlich nicht geguckt hat, was das normalerweise kostet. In der Regel liegen die zwischen 80 und 120 Euro, wenn man sie gebraucht bekommt. Ist von der Firma Viat ein Zubehörteil, was am häufigsten angeboten wird. Und bei 16,50 Euro habe ich zugeschlagen. Hier ist ein altes Bild noch. Das heißt, es gibt dann verschiedene Farbvarianten davon. Hier ist die schwarz-silberne Ausführung.
Und ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Ausführung früher mal in den 70er Jahren als Kind hatte. Und das war die Ursprungsvariante, wie ich das aus meiner Kindheit kenne. Zu der Firma Viad habe ich im Internet nicht viel gefunden. Das Einzige, was ich rausbekommen konnte, die Firma Viad wurde wohl 1952 durch Willi Ade gegründet. Eines der ersten Modelle war der Krupp Adelt Kran und der Willi Ade verkaufte die Firma 1958, um sich dann mehr auf die Konstruktion von Modellbahnen zu konzentrieren und hat in den folgenden Jahren wohl Auftragsproduktionen von Tricks ausgeführt, bis er 1968 wohl die Firma Röver gegründet hat und die Viad-Modelle wurden wohl weiterhin in Großbritannien über TTR vertrieben. Und 1973 wurde die Produktion der Viad-Modelle wohl eingestellt. Das heißt, alle diese Zubehörteile, die es hier heute noch gibt, sind dann mindestens vor 1973 produziert worden und sind dann genauso wie manche alte Lokomotive hier circa 50 Jahre alt. Als weiteres Zubehör gab es damals wohl einen Schrottgreifer von der Firma Viad. Habe ich damals aber auch überhaupt nicht mitbekommen. Habe das jetzt erst bei der Recherche hier gefunden, dass auch ein solches Teil da wohl produziert wurde. Wird dann heute wohl wesentlich seltener schon angeboten als die Baggerschaufel. Habe dann die Preise gesehen zwischen 230 und 300 Euro. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es da so ein paar veraltete Anzeigen, die ausgelaufen sind, wo diese 300 Euro dann wohl auch dafür bezahlt wurden. Und das dritte Zubehörteil, was es wohl gab, was wohl noch seltener war und auch ganz wenig angeboten wird, das ist ein sogenannter Containergreifer, mit dem man wohl dann von Märklin auch die Container abgreifen konnte. Hab da auch kaum irgendwelche Abbildungen oder Bilder davon gefunden. Eine Variante habe ich gesehen, das muss wohl dann irgendwann von der Firma noch übernommen worden sein, aber da habe ich nur eine Abbildung in so einer Blisterverpackung gefunden. Und dadurch, dass diese Containergreifer so selten sind, liegen die wohl auch zwischen 230 und 400 Euro, wenn sie angeboten wurden. Und auch hier habe ich eine alte Anzeige bei eBay Kleinanzeigen gefunden, wo jemand 400 Euro für so ein Originalteil bezahlt hat. Diese Zubehörteile wurden dann wohl in erster Linie für den Viad-Kran produziert, passten aber glücklicherweise auf den Märklin-Kran, sodass sie komplett kompatibel waren und hierfür komplett verwendet werden können. Ich hatte jetzt, wie gesagt, das Glück, dass mir diese gelb-schwarze Baggerschaufel da von einem Händler angeboten wurde bei eBay für 16,50 Euro plus 5 Euro Versand. Ich habe mir das erst dreimal angeguckt, ob das auch wirklich eine Originalschaufel ist, weil ich es nicht glauben konnte. Aber das war dann so. Ich habe dann das Teil gekauft. Was ich auch noch gesehen habe, es geht wohl auch die Baggerschaufel aus Kunststoff, die kleinere, die für den Portalkran, glaube ich, angeboten wird. Wäre auch noch eine Alternative. Liegt auch um die 20 Euro rum, könnte man hier auch verwenden, aber diese alte Metallschaufel, finde ich, passt natürlich viel besser zu dem Kran aus dieser Zeit. So, ich habe dann hier nochmal nachgeschaut, also das muss wohl die Variante des Krans sein von 1956 bis 1978, wurde ausgeliefert mit den braunen Hebemagneten. Ab 1979 gab es dann wohl das Kranhaus in der beige-braunen Variante. Ich bin dann erstmal froh, dass das Ganze hier bei mir wieder funktioniert. Der Kran ist bei mir noch nicht fest installiert, werde den wahrscheinlich auch wieder von der Platte hinten runternehmen und wird dann auch wieder in eine Kiste gepackt und aufgehoben und eingelagert für die nächste Anlage, bis es dann irgendwann soweit ist. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder es zu ergänzen gebe, gerade zu der Firma Viad, habe ich wie gesagt nicht allzu viel gefunden, dann schreibt es mir bitte wieder in die Kommentare. Würde mich freuen, hier vielleicht noch mehr Informationen dafür zu bekommen. Würde das dann auch unten nachtragen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.